Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und auf meinem Kanal findest du Tipps und Tricks rund um das schönste Hobby der Welt und in diesem Video zeige ich dir mal, wie du so einen Halsausschnitt mit einem ganz normalen Gradstich absteppen kannst, ohne dass die Naht reißt. Viel Spaß! Das Annähen eines Halsbündchens stellt für viele eine große Herausforderung dar und wenn man es dann geschafft hat, das Halsbündchen faltenfrei an den Ausschnitt zu nähen, kommt schon direkt das nächste Problem. Mit welchem Stich kann ich denn jetzt die Nahtzugaben festnähen, sodass sich das Halsbündchen auch wirklich schön glatt an den Ausschnitt anlegt? In der Regel ist es so, wenn du einen dehnbaren Stoff verwendest, so wie hier diesen Jersey, dann solltest du in jedem Falle auch einen dehnbaren Stich verwenden. So habe ich zum Beispiel das Halsbündchen hier mit einem Zickzackstich angenäht. Abgesteppt, also rundherum nochmal festgenäht, habe ich es aber mit einem Gradstich. Und wenn man sich gekaufte Shirts anschaut, sieht man auch, dass in den seltensten Fällen tatsächlich hier eine Zickzacknaht ist, sondern dass es in der Regel immer eine gerade Naht, die noch einmal rundherum geht. Diese Naht ist in der Industrie aber nicht mit einer ganz normalen Nähmaschine genäht, sondern das ist ein Stich von der Coverlock-Maschine. Das heißt, auf der Rückseite sind nochmal so Schlaufen, weswegen dann dieser vermeintliche Gradstich elastisch ist. Und wenn man meinen Worten glauben würde, dann müsste ich sagen, wenn ich jetzt hier dran reiße, dann reißt mir gleich die Naht auseinander. Aber ich zeige es mal, ich kann hier den ganz normalen Gradstich richtig schön weit auseinanderziehen. Was habe ich gemacht? Ich habe etwas Neues für mich entdeckt, und zwar elastisches Nähgarn, so wie dieses hier. Ich habe hier jetzt Seraflex von Mettler und wenn ich da mal ein bisschen dran ziehe, sieht man, wie schön dieses Garn nachgibt, im Gegensatz nämlich zu einem ganz normalen Nähgarn. Hier reißt mir relativ schnell dann der Faden. Wichtig ist jetzt noch, dass du auch den Unterfaden mit einem elastischen Garn bestückst und dann brauchst du an deiner Nähmaschine nur noch den ganz normalen Gradstich einstellen. Fertig abgesteppt und aus der Nähe betrachtet, sieht mein Halsausschnitt dann so aus. Du brauchst also in diesen Fällen, wenn du zum Beispiel den Halsausschnitt absteppen möchtest oder auch Säume mit einem ganz normalen Gradstich nähen willst, nicht mehr auf diese Optik verzichten und dich mit einer Zwillingsnadel oder einem Dreifach-Gradstich retten, sondern du kannst so ein elastisches Nähgarn verwenden und damit genau den Effekt erzielen, den du gerne haben möchtest. Ich wünsche dir bis zum nächsten Video alles Gute. Ciao!